Inmitten der stürmischen Wogen des europäischen Mittelalters wurde ein wahrhaft großer Geist geboren. Das deutsche Rittertum. Für die Ritter von damals war das Schwert kein bloßes Werkzeug des Kampfes. Es war das Symbol ihrer Ehre und ihr ureigenster Schwur vor dem Kreuz. Den Schwachen beizustehen, das Unrecht zu bekämpfen und das eigene Leben für das gegebene Wort einzusetzen. Dieser Kodex der Noblesse oblige, der adligen Verpflichtung und der tiefen Treue war in Zeiten des Umbruchs eine glorreiche Sonne, die die Gesellschaft hell erleuchtete. In unserer heutigen, von Rationalismus geprägten Welt mögen diese Ideale wie eine bloße Romantik der Vergangenheit erscheinen. Doch in der Liebe zur Genauigkeit im Detail und in dem tiefen Bestreben, der persönlichen Schludrigkeit entgegenzuwirken, fließt auch im heutigen Deutschland unverkennbar das edle Blut dieses mittelalterlichen Rittertums weiter. Doch dieser hochherzige Geist, für den die deutschen Ritter ihr Leben gaben, blieb nicht allein auf Europa beschränkt. Zehntausende Kilometer entfernt, im fernen Inselreich Japan, die Samurai, die zu jener Zeit ihren ganz eigenen Weg des Bushido gingen, empfanden eine sprachlose Faszination und tiefste Ehrfurcht, als sie von der Existenz des europäischen, insbesondere des deutschen Rittertums erfuhren. Völlig andere Länder, andere Religionen und andere Sprachen, und dennoch. Warum waren die japanischen Samurai so tief vom deutschen Rittertum fasziniert und sahen darin ein so großes Vorbild? Weil es eine tiefgründige, über Raum und Zeit hinweg resonierende Seelenverwandtschaft zwischen ihnen gab. Die japanischen Samurai werden weltweit für ihre einzigartige Ästhetik bewundert. Doch das Idealbild, zu dem sie selbst voller Respekt aufblickten, waren genau diese deutschen Ritter. Als Inazo Nitobe in der Meiji-Zeit den Bushido in seinem englischsprachigen Meisterwerk der Welt erklärte, nutzte er das europäische und vor allem das deutsche Rittertum als den entscheidenden Schlüssel, um den Menschen des Westens den Geist Japans verständlich zu machen. Die Tugenden der deutschen Ritter, wie die unbedingte Ehrlichkeit beim Einhalten von Versprechen und eine unerschütterliche Integrität, stimmten perfekt mit den Kernwerten des Bushido überein: Gerechtigkeit, Gi, Höflichkeit, Rei und Mitgefühl, Jin. Diese geistige Verwandtschaft ging über bloße Regeln hinaus. Sowohl für den Ritter als auch für den Samurai war das größte Gut nicht das eigene Leben, sondern die Unantastbarkeit der Ehre. Die Bereitschaft, sich für ein höheres Ideal, für den Herrn oder das Wohl der Gemeinschaft aufzuopfern, verband diese zwei fernen Welten auf tiefste Weise. Es war eine universelle Sprache des Mutes, die keine Übersetzung brauchte. Für die japanischen Samurai war das deutsche Rittertum ein makelloses Lehrbuch der Moral, dem sie nacheiferten. Die Japaner sind stolz auf ihren eigenen Bushido. Doch ebenso empfinden sie bis heute den allergrößten Respekt für jenen ritterlichen Geist, der ihnen in Deutschland so glorreich vorausgegangen war. Der deutsche Ritter in seiner eisernen Rüstung, der sein Leben dem Schwert und der Ehre weihte, und der japanische Samurai, der seine Klinge zog, um seinen Geist zu schärfen. Auch wenn die Zeiten sich ändern und Technologien die Welt verwandeln, der Wert dieses hochherzigen Geistes, die eigene Disziplin und die Ehre über das bloße Leben zu stellen, bleibt für immer unvergänglich. Dieses edle Erbe und diese stolze Seele, auf die Deutschland zu Recht weltweit blicken kann, werden wir in Japan niemals vergessen. Und an das heutige Deutschland, das dieses Erbe in sich trägt, richten wir voller tiefer Bewunderung diese Worte. Danke an Deutschland. Ihr Geist schwingt noch heute in den fernen Landen Japans auf das Wunderschönste mit.